Marina, eine erfahrene Pferdetrainerin, war stets von Tieren umgeben. Doch ihr Leben veränderte sich, als eine Freundin ihr ein kleines Kätzchen schenkte. Die kleine, flauschige Kreatur, die Marina Simon nannte, eroberte ihr Herz im Sturm. 5 Jahre waren vergangen, und aus dem winzigen Klümpchen war ein wunderschöner Kater mit strahlend blauen Augen geworden. Simon war ein anhängliches Wesen, das ständige Aufmerksamkeit forderte und sich mit lautem Miauen und genüsslichem Schnurren stets bemerkbar machte. Da Marina den Großteil des Tages mit dem Training ihrer Pferde verbrachte, nahm sie Simon oft mit in den Stall. Dort fühlte er sich wie der König. Zuerst erkundete er jeden Winkel und jede Ritze, später entdeckte er die Vorzüge der Pferderücken als Laufsteg. Die Pferde zeigten sich friedlich gegenüber dem kleinen Kater und erkundeten ihn mit neugierigen Nüstern. Doch Simons Herz gehörte Camellia, einem edlen Reitpferd. Simon verbrachte Stunden mit Camellia. Wenn sie für einen Ausritt ins nahe Waldstück gebracht wurde, setzte er sich wie ein erfahrener Reiter in den Sattel, hielt mit erstaunlicher Balance sein Gleichgewicht und ritt mit ihr durch die Wälder. Simon genoss die Ausritte. Er wirkte wie ein stolzer Ritter, der auf seinem treuen Ross durch die Wälder ritt, die Umgebung genau beobachtend. Wenn es ihm gefiel, zog er Camellia sanft am Zügel, und sie blieb geduldig stehen, bis er wieder auf ihren Rücken sprang. So erkundeten sie gemeinsam die Welt. Jeden Tag erwartete Camellia Marina und Simon geduldig. Es war, als wüsste sie, dass die Ausritte mit dem Kater zu den schönsten Momenten ihres Tages gehörten. Simon war ein erstaunlich intelligenter Kater, ein treuer Freund, der Marina und Camellia gleichermaßen in sein Herz geschlossen hatte. Doch eines Tages, als Marina wie gewohnt zum Stall kam, um ihre Pferde zu trainieren, war Simon nicht da. Sie suchte verzweifelt, rief seinen Namen, doch er kam nicht. Camellia stand, mit gesenktem Kopf, am Zaun des Paddocks und schien ebenfalls zu trauern. Marina war verzweifelt. Wo war Simon? Was war passiert? Ein paar Tage vergingen, voller Sorge und schlaflosen Nächten. Dann, als sie auf dem Weg zum Stall war, sah sie ihn in der Ferne. Simon rannte auf sie zu, schneller als je zuvor, und miaute wie wild. Er führte sie zu einem nahegelegenen Bach. Marina folgte ihm und entdeckte ihn dann. Camellia, mit einem gebrochenen Bein, lag am Ufer des Baches. Simon hatte sie durch den Wald geführt, um Marina zu alarmieren.